am 28. September 2022. Restaurant Chifa Alexandra. Ein angenehmer Abend, eine ruhige Atmosphäre, friedliche Gespräche am Tisch. Alles änderte sich in einem Augenblick. Schreie, Panik, Blut auf der Tischdecke. Einer der Gäste starb. Shirley Silva Padilla, eine junge Frau mit einem schwierigen Schicksal, beging das Unvorstellbare. Wie ist es dazu gekommen? Was war der letzte Tropfen? Ist sie eine skrupellose Mörderin oder ein Opfer der Umstände? Shirley wurde 1996 in Esmiránza geboren, einem der ärmsten Viertel von Callao, einer Hafenstadt in Peru. Ihr Geburtsort bestimmte von Anfang an ihr Schicksal. Hier überlebten die Schwachen nicht. Hier lernte man von Kindesbeinen an, sich zu verteidigen, und zwar nicht mit Worten, sondern mit Taten. Die kinderreiche, hilflose, vom Staat vergessene Familie Silva war typisch für diese Slums. Die alleinerziehende Mutter zog 11 Kinder groß. Väter gab es in ihrem Leben nicht. Das magere Einkommen setzte sich aus Gelegenheitsjobs, Straßenhandel und dubiosen Geschäften zusammen. Die Kinder ernährten sich von dem, was sie finden konnten, aber Hunger und Armut waren ihre ständigen Begleiter. Ihr Zuhause war eine halbverfallene Baracke aus Sperrholz und Blech, ohne Kanalisation, mit Stromausfällen und einem undichten Dach. Um sie herum lagen staubige Straßen, auf denen Jugendbanden ihr Unwesen trieben, der Handel mit illegalen Substanzen florierte, Gewalt und die ständige Gefahr von Übergriffen herrschten. Hier stellte niemand Fragen, warum jemand verschwunden war. Hier hatte man sich einfach daran gewöhnt, dass so etwas passierte. In einem solchen Umfeld wuchs Shirley mit einem Gefühl des Misstrauens gegenüber ihrer Umgebung und einem Gefühl der inneren Entfremdung auf. Von klein auf zeigte sie Aggressivität und emotionale Zurückhaltung. Im Spiel mit Gleichaltrigen war sie despotisch, verlangte bedingungslosen Gehorsam und wandte bei dem geringsten Widerstand körperliche Gewalt an. Ihre Familie bemerkte ihre Grausamkeit. Das Weinen ihres Bruders brachte sie zum Lachen. Die Müdigkeit ihrer Mutter ließ sie gleichgültig. Ihre Lehrer in der Grundschule beschrieben sie als verschlossen und unberechenbar. Sie mochte keinen Kontakt zu Gleichaltrigen, provozierte oft Konflikte und reagierte auf Bemerkungen mit Aggression oder völliger Ignoranz. Ihr fehlte es an Neugier, Mitgefühl und Interesse am Lernen. Da sie auf Strafen nicht reagierte, wurde ihr Verhalten immer provokanter. Als sie älter wurde, wurde klar, dass sie weder zu ihren Verwandten noch zu ihrer Umgebung eine Bindung verspürte. Selbst ihre Mutter konnte trotz aller Bemühungen keinen Zugang zu ihr finden. Dabei begriff Shirley früh, dass Angst Macht verleiht. Sie begann, jüngere Kinder zu manipulieren und sie mit Drohungen und Demütigungen zu zwingen, ihre Launen zu erfüllen. Das war kein Schutzverhalten, sondern ein bewusstes Ausnutzen der Schwächen anderer. Zu Hause verhielt sie sich distanziert, war aber nicht nutzlos. Ihr Verhalten war typisch für Esmiránza, wo nur diejenigen überlebten, die ihre Gefühle unterdrücken und zum eigenen Vorteil handeln konnten. Shirleys Herzlosigkeit galt nicht als Anomalie, sondern versprach ihr im Gegenteil die Rolle einer starken Persönlichkeit, einer, die es schaffen würde, auszubrechen oder zumindest nicht am Wegesrand zu sterben. Aber anstatt auszubrechen, wurde sie zu einem Produkt und Spiegelbild dieser Umgebung. Keiner der Erwachsenen griff in ihre Entwicklung ein, und als Teenager war Shirley nicht mehr nur ein schwieriges Kind. Sie wurde gefährlich, kalt, berechnend und bereit, bis zum Äußersten zu gehen, wenn sie das Gefühl hatte, dass ihr jemand im Weg stand. Einmal geriet Shirley in der Schule wegen einer unbedeutenden Bemerkung über ihre Kleidung in einen Konflikt mit einer Gleichaltrigen. Anstatt zu antworten, zog sie ein Messer und stach ihrer Rivalin in die Schulter. Die Verletzte überlebte, aber der Vorfall löste einen Schock aus. Niemand hatte eine derart gezielte Gewalt von einem Teenager in einer normalen Schulsituation erwartet. Es war eine bewusste Entscheidung und kein Impuls. Nach diesem Vorfall kehrte sie nicht mehr zur Schule zurück. Es folgte kein formeller Ausschluss. Einfach niemand bemühte sich um ihre Rückkehr. Ihr Verschwinden aus dem Bildungssystem blieb unbemerkt, da Bildung in ihrer Gegend keinen hohen Stellenwert hatte und der Ausschluss aus der Schule als logischer Abschluss eines ohnehin aussichtslosen Weges angesehen wurde. Nach ihrem Schulabbruch verbrachte Shirley mehr Zeit mit ihrer Mutter, die ihre Tochter in Gelegenheitsjobs auf der Straße einbezog. Es handelte sich dabei nicht um eine Beschäftigung im herkömmlichen Sinne.
Es waren sporadische Verdienstmöglichkeiten, Verkauf billiger Waren, Flaschen sammeln, spontaner Straßenhandel. Später führte ihre Mutter sie in den Kreis der Frauen ein, die als Escorts arbeiteten. Die Straße härtete Shirley ab und machte sie noch unnachgiebiger. Früher drückte sich ihre Aggression in Konflikten aus, jetzt ging sie in direkte Dominanz über. Zuerst waren es harte Worte, dann Drohungen, dann körperlicher Druck. Sie hatte keine Angst vor Männern und gab in verbalen Auseinandersetzungen nicht nach. Und wenn sie das Gefühl hatte, dass jemand versuchte, sie zu kontrollieren, reagierte sie sofort und grob. Shirley führte keine Dialoge, teilte ihre Gedanken nicht mit. Selbst mit ihrer Mutter sprach sie kaum. Ihr Dasein beschränkte sich auf die Erfüllung konkreter Aufgaben. Geld beschaffen, Aufgaben erledigen, Hindernisse beseitigen. Alles Überflüssige, Gefühle, Zweifel, Mitleid, wurde beiseite geschoben. Der Kontakt zur Außenwelt wurde nur aufrechterhalten, wenn es notwendig war. Shirley hatte keine Freundinnen und ihre Bekannten hielten Abstand zu ihr. Diejenigen, die ihr auf der Straße begegneten, bemerkten alle dasselbe Merkmal, ihren leeren Blick. Shirley konnte neben einem stehen, aber dabei völlig abwesend sein und weder auf Bitten noch auf Drohungen reagieren. Man spürte keine Angst in ihr. Und genau das war beunruhigend. Freddy Ramirez kam aus Venezuela nach Peru, wo er vor der Wirtschaftskrise, der Instabilität und der Perspektivlosigkeit geflohen war. In Lima versuchte er, sich ein neues Leben aufzubauen. Er fand eine Stelle als Koch, mietete ein Zimmer und verhielt sich zurückhaltend und respektvoll. Sein Umfeld schätzte ihn als freundlich und sanftmütig. Freddy ging Konflikten aus dem Weg, machte leicht Zugeständnisse und vermied angespannte Situationen. Diese Eigenschaften wurden in seinem Umfeld positiv wahrgenommen, aber genau sie machten ihn verwundbar. Die Begegnung mit Shirley war Zufall. Sie tauchte wie aus dem Nichts in seinem Leben auf, entweder in seinem Lieblingscafé oder einfach auf der Straße, als er es überhaupt nicht erwartete. Zwischen ihnen stellte sich schnell eine Verbindung her. Shirley war direkt, hartnäckig und wusste, wie man in Gesprächen dominiert. Freddy, der an Bescheidenheit und Respekt gewöhnt war, sah darin keine Bedrohung. Er hielt ihr Verhalten für Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit. Zunächst schien die Beziehung ganz normal zu sein. Treffen, Briefe, gemeinsame Spaziergänge, aber schon nach kurzer Zeit zeigten sich Anzeichen einseitiger Kontrolle. Shirley diktierte die Bedingungen der Kommunikation, schränkte seinen Bekanntenkreis ein und verlangte Gehorsam. Sie kontrollierte sein Telefon, verlangte Berichte über seine Zeit und mischte sich in seine Angelegenheiten ein. Freddy versuchte, sich zu rechtfertigen, zu erklären und die Wogen zu glätten, aber jeder Kompromiss verstärkte nur ihren Druck. Nach einiger Zeit kam es zu körperlicher Gewalt. Zuerst waren es harte Worte, dann Demütigungen, Vorwürfe des Betrugs, Drohungen, ihn zu verlassen, dann Ohrfeigen und Schläge. Einer der ersten schweren Vorfälle ereignete sich, als er ihren Anruf nicht beantwortete. Da schlug Shirley ihm ins Gesicht und schlug ihm die Lippe auf. Freddy erzählte niemandem davon. Er wehrte sich nicht, erstattete keine Anzeige und sprach nicht einmal mit seinen Angehörigen darüber. Dieses Verhalten wiederholte sich jedoch, und das nicht nur einmal. Die Streitigkeiten wurden immer aggressiver. Shirley konnte ihn plötzlich des Verrats bezichtigen, behaupten, er respektiere sie nicht, dann ein Messer nehmen und ihm drohen. Einmal hielt sie ihm ein Messer an die Kehle, ein anderes Mal schlug sie ihm mit einer Pfanne auf den Hinterkopf. Er ging in die Notaufnahme, erklärte die Verletzungen jedoch jedes Mal als Unfälle. Es folgte keine einzige offizielle Anzeige bei der Polizei. Es kam regelmäßig zu Trennungen. Freddy versuchte, diese Beziehung zu beenden, indem er seine Telefone ausschaltete und für einige Tage verschwand. Shirley fand ihn jedoch immer wieder, indem sie ihm drohte, öffentliche Szenen machte und an die Fenster seiner Wohnung klopfte. Manchmal kehrte er aus eigenem Antrieb zurück, in der Hoffnung auf einen Neuanfang, manchmal unter dem Druck der Angst, die ihre Worte „Niemand wird mit ihm leben wollen“ in ihm auslösten. Er glaubte wirklich daran. In den Augen seiner Mitmenschen blieb Freddy höflich, wurde aber immer verschlossener. Er erzählte niemandem, was vor sich ging und verbarg die Spuren der Schläge. Seine Kollegen bemerkten, dass er nervös geworden war, seltener scherzte und schlecht schlief. Dennoch arbeitete er weiter und erfüllte seine Pflichten. Dennoch sah sich Freddy nicht als Opfer,
da er glaubte, die Situation unter Kontrolle zu haben. Er glaubte, dass er Shirley ändern, sie mildern und ihr einen anderen Weg zeigen könne und dass Geduld alle Probleme lösen würde. Seine Bemühungen waren jedoch vergeblich. Zu Beginn des Herbstes 2022 kontrollierte Shirley praktisch alle Aspekte von Freddys Leben. Er hörte auf, sich zu wehren und zu versuchen zu gehen und akzeptierte die Tatsache, dass sein Leben ihr gehörte, zu ihren Bedingungen. In den letzten Monaten vermied er lediglich Provokationen, Einwände und Streitigkeiten, aber das half ihm nicht, das Schlimmste zu vermeiden. Am Abend des 28. September 2022 kamen Shirley und Freddy Ramirez in das Restaurant Chifa Alexandra. Es war ein gewöhnliches chinesisch-peruanisches Lokal im Stadtteil La Victoria, unweit des Zentrums von Lima. Sie setzten sich an einen Tisch im hinteren Teil des Raumes. An den Nachbartischen saßen andere Gäste. Es war ein ganz normaler Abend. Freddy verhielt sich ungezwungen, aß ruhig und unterhielt sich, ohne die geringsten Anzeichen von Unruhe. Shirley hingegen war zurückhaltend. Sie rührte ihr Essen kaum an, sprach wenig und hatte einen angespannten Gesichtsausdruck. Ihr Verhalten fiel sofort ins Auge. Völlige Emotionslosigkeit, Distanz zu dem Geschehen, ein Blick, der weder auf ihren Gesprächspartner noch auf die Umgebung gerichtet war. Die Menschen im Saal erinnerten sich, dass ihr Gesicht weder Ärger noch Wut ausdrückte, eher kalte Konzentration. In den Minuten vor der Tat gab es keinen Streit. Es gab keine Schreie, keine beleidigenden Worte. Freddy setzte laut Videoaufnahmen und Zeugenaussagen einfach sein Abendessen fort, bis Shirley, ohne ein Wort zu sagen, ein Messer holte und begann, auf ihn einzustechen. Insgesamt wurden 8 Messerstiche ausgeführt. Der Angriff begann plötzlich. Der erste Stich traf ihn in den Hals, dann folgten Stiche in Brust und Bauch. All dies geschah innerhalb weniger Sekunden. Freddy sprang auf, versuchte auszuweichen, wurde aber erneut mehrfach gestochen. Er fiel blutüberströmt neben die Theke. Die Menschen im Saal schrien auf. Jemand versuchte, Shirley wegzuziehen, aber sie war bereits zur Seite getreten. Panik breitete sich im Raum aus. Einige Gäste rannten auf die Straße. Das Restaurantpersonal rief die Polizei und den Krankenwagen. Einer der Gäste versuchte, dem Verletzten erste Hilfe zu leisten, aber Freddys Zustand war kritisch. Die eintreffenden Sanitäter stellten den Tod vor Ort fest. Nach der Tat verließ Shirley das Restaurant. Sie wanderte durch die Stadt, ging in Geschäfte und begegnete Passanten. Sie hatte keinen Fluchtplan. Sie suchte nach jemandem, an den sie sich wenden konnte. Diese Person war Francisco, ein Bekannter, mit dem sie in Kontakt stand. Francisco sah Shirley etwa 2 Stunden nach der Tat. Er erkannte sofort, dass etwas mit ihr passiert war. Sie war ruhig und sprach wenig. Sie gestand ihm selbst, dass sie einen Menschen getötet hatte. Er glaubte ihr nicht. Da zeigte Shirley ihm die Nachrichten im Internet. Im Netz verbreiteten sich bereits die ersten Meldungen über den Angriff im Restaurant. Dort wurde der Name Freddy genannt, ein Messer erwähnt und sein Tod bestätigt. Francisco war schockiert. Wenig später schlug Francisco vor, ein Video aufzunehmen. Shirley willigte ein. Er schaltete die Kamera ein, stellte ihr eine direkte Frage und sie antwortete ohne zu zögern: Ja, ich habe ihn getötet. Er hat es verdient. Die Videoaufnahme dauerte nicht lange, aber ihr Inhalt war eindeutig. Danach gingen die beiden zum Hotel. Shirley mietete ein Zimmer und bestellte Getränke. Im Zimmer verhielt sie sich ganz normal. Sie trank, rauchte und unterhielt sich. Francisco beobachtete sie und versuchte zu verstehen, wie er sich verhalten sollte. Er fühlte sich bedroht, aber Shirley zeigte keine Aggression ihm gegenüber. Sie war einfach nur da, schwieg oder sprach nur sporadisch. Einige Stunden später traf Francisco eine Entscheidung. Er kontaktierte die Polizei und teilte ihnen Shirleys Aufenthaltsort mit. Zu diesem Zeitpunkt waren die Strafverfolgungsbehörden bereits auf der Suche nach ihr. Zeugenaussagen und Kameraaufzeichnungen ermöglichten es, den Suchradius schnell einzugrenzen. Francisco nannte die genaue Adresse des Hotels, handelte dabei auf eigene Initiative und informierte Shirley nicht über seinen Anruf. Gegen 8 Uhr morgens traf die Polizei am Ort des Geschehens ein. Die Festnahme verlief ohne Widerstand. Shirley öffnete die Tür,
sah die Beamten an und stellte keine Fragen. Sie widersprach nicht und versuchte nicht zu fliehen. Sie ließ sich Handschellen anlegen und ging ruhig zum Auto. Alles geschah vor den Augen der Hotelangestellten und einiger zufälliger Zeugen. Die Reaktion war einheitlich. Niemand konnte glauben, dass dies die junge Frau war, die ein brutales Verbrechen begangen hatte. Nach ihrer Festnahme wurde Shirley zur Polizeistation gebracht. Auch dort verhielt sie sich völlig ruhig. Sie leugnete ihre Schuld nicht, verlangte keinen Anwalt und bat um keine Erklärungen. Sie bestätigte ihre Identität und sagte, dass sie verstehe, warum sie festgenommen worden sei. Im ersten Protokoll wurde festgehalten, dass sie keine emotionalen Reaktionen zeigte, keine Angst erkennen ließ und sich völlig angemessen verhielt. So wurde Shirley weniger als 12 Stunden nach der Tat festgenommen. Diese 12 Stunden waren die einzige kurze Zeitspanne der Freiheit zwischen der Tat und der Verhaftung. Und während dieser Zeit verspürte die junge Frau weder Panik noch Reue, nur kalte Gleichgültigkeit. Wie immer. Die ersten Stunden verbrachte sie in der Arrestzelle und wartete auf die Vernehmung. Die Polizisten, die mit ihr in Kontakt standen, stellten alle dasselbe fest: eine vollständige Emotionslosigkeit. Um ihren psychoemotionalen Zustand festzuhalten, wurde die Vernehmung auf Video aufgezeichnet. Auf der Aufnahme sitzt Shirley mit gerader Haltung, die Arme verschränkt, ihre Stimme ist ruhig. Der Ermittler stellt erneut die Frage: Bereuen Sie, was Sie getan haben? Antwort: Nein, ich fühle nichts. Die Intonation ändert sich nicht und ihr Gesicht zeigt nicht die geringsten Anzeichen von Zweifel oder Anspannung. Dieses Geständnis wird offiziell festgehalten. Ihr Verhalten wird als teilnahmslos eingestuft, was der Schwere des begangenen Verbrechens nicht entspricht. Die Ermittler wollten das Motiv für den Mord verstehen, da Shirley schwieg, weshalb die Ereignisse auf der Grundlage von Zeugenaussagen und gesammelten Materialien rekonstruiert werden mussten. Der Schwerpunkt lag auf der Untersuchung ihrer Beziehung zu Freddy. Zunächst wurde eine mögliche Auseinandersetzung aufgrund von Eifersucht oder finanziellen Ansprüchen vermutet. Bald jedoch gingen Aussagen ein, deren Inhalt ganz anderer Natur war. Freddys Kollegen, Nachbarn und Bekannte lieferten Informationen über wiederholte Anzeichen von körperlicher und psychischer Gewalt. Einer der Köche berichtete, dass Freddy mit blauen Flecken im Gesicht zur Arbeit kam. Ein anderer erinnerte sich, wie Freddy ihn einmal bat, über Nacht im Café zu bleiben, weil er Angst hatte, nach Hause zurückzukehren. Eine ehemalige Nachbarin gab an, Schreie, Drohungen und Schläge aus der Wohnung gehört zu haben. Später wurde bekannt, dass Shirley Freddy mit einem Messer in die Hand gestochen hatte. Nicht tödlich, aber tief genug, um eine Blutung zu verursachen. Damals erklärte er die Wunde als Unfall. Die Ärzte dokumentierten die Verletzung, aber es folgte keine Anzeige bei der Polizei. Diese Unterlagen wurden in einer Akte gesammelt und der Strafsache beigefügt. Die Ermittlungen ergaben auch, dass Freddy einige Tage vor der Tat erneut versucht hatte, die Beziehung zu beenden. Er zog um, änderte seine Telefonnummer und mied jeden Kontakt. Shirley fand ihn und bestand auf einem Treffen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Shirley bereits eine Entscheidung getroffen, die sie am Tisch umsetzte. Die mit dem Fall befassten Psychologen führten eine Beurteilung ihres Zustands durch. Eine vorläufige Analyse ergab emotionale Dissoziation, mangelndes Einfühlungsvermögen, Unempfänglichkeit für soziale Normen und die Unfähigkeit, Schuldgefühle zu empfinden. Shirleys Verhalten wurde als psychisch zurechnungsfähig eingestuft, jedoch mit Anzeichen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Sie war sich ihrer Handlungen bewusst und erkannte die Folgen ihres Handelns. Der Ermittler wiederholte seine Frage: Warum gerade in einem Restaurant? Warum vor Zeugen? Shirley antwortete: Es war mir egal. Sie betrachtete die Umstehenden nicht als Risikofaktor. Die Reaktion der anderen störte sie nicht. Ihre Geständnisse waren klar, unverfälscht und von innerer Überzeugung begleitet. Die Ermittlungen endeten mit der Schlussfolgerung, dass die Straftat vor dem Hintergrund anhaltender einseitiger Gewalt, systematischer Druckausübung und psychologischer Kontrolle ihrerseits gegenüber dem Opfer begangen wurde. Vor dem Hintergrund des Informationsrauschens begannen einzelne Publikationen, auf dieser Geschichte ihre Einschaltquoten aufzubauen. Es gab Talkshows, Sondersendungen und Artikel mit reißerischen Überschriften. In Interviews wurden Nachbarn und ehemalige Bekannte sowie Lehrer eingeladen, die nur bruchstückhafte Erinnerungen teilten.
Einige Medien griffen zu Spekulationen und formten in der Öffentlichkeit entweder das Bild eines Monsters oder das einer tragischen Figur, die in einer unmenschlichen Umgebung aufgewachsen war. Die Gesellschaft teilte sich in zwei Lager. Die einen verurteilten Shirley scharf und bezeichneten sie als gefährlich, unmenschlich und zu vorsätzlicher Grausamkeit neigend. Die anderen begannen, eine Erklärung zu suchen. Armut, Leben auf der Straße, fehlender Schutz, Traumata aus der Vergangenheit. Ihre Rechtfertigungen klangen nicht überzeugend, doch ihre Rhetorik verschob sich zunehmend in Richtung Mitgefühl. Parallel dazu begann eine Romantisierung der Person von Shirley. In den sozialen Netzwerken tauchten Clips mit Ausschnitten von Shirley zu Musik auf, begleitet von Untertiteln wie »Sie haben sie fertig gemacht«. Einige Blogger verwendeten ihr Bild in visuellen Inhalten und verglichen sie mit bekannten Filmschauspielern. Inmitten des Medienrummels begannen Experten, das Phänomen Shirley zu untersuchen. Journalisten wiesen darauf hin, dass die Gesellschaft nicht bereit sei, Frauen als Kriminelle wahrzunehmen, insbesondere in Rollen, die traditionell Männern zugeschrieben werden. Das Fehlen der erwarteten emotionalen Reaktionen der Angeklagten, Tränen, Reue, Angst, widersprach den gewohnten Vorstellungen und erzeugte ein Gefühl latenter Bedrohung. Es erschienen analytische Beiträge, in denen das Verhalten von Shirley aus soziologischer Perspektive betrachtet wurde. Kommentatoren erklärten, dass eine Frau ohne Mitleid, ohne Angst und mit kühler Sprache vom Publikum als unnatürlich wahrgenommen werde. Dies löste Ablehnung aus, aber paradoxerweise auch Bewunderung, wie sie für ein Publikum typisch ist, das nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten sucht. So war der Fall Shirley nicht mehr nur ein Strafprozess. Er wurde zu einem sozialen Phänomen, bei dem die Persönlichkeit der Täterin im digitalen Raum ein Eigenleben entwickelte. Jenseits der Fakten, jenseits der Folgen und jenseits der Erinnerung an den Verstorbenen. Der Prozess gegen Shirley begann einige Monate nach ihrer Verhaftung. Die Ermittlungsunterlagen waren vollständig, konsistent und ließen keine Lücken. Die Anklage formulierte eine klare Version: vorsätzlicher Mord mit Vorbedacht unter Verwendung einer mitgebrachten Waffe an einem öffentlichen Ort. Die Verteidigung versuchte, die Verantwortung zu mildern. Der Anwalt verwies auf die schwierige Kindheit, das soziale Umfeld, die fehlende Unterstützung und die traumatischen Beziehungen der Angeklagten. Es wurde die Frage nach dem psychischen Zustand der Angeklagten aufgeworfen, doch das Gericht lehnte den Antrag auf Überprüfung des bereits abgeschlossenen Gutachtens ab. Die Staatsanwaltschaft forderte die Höchststrafe. Dabei wurde betont, dass das Verbrechen besonders gefährlich gewesen sei. Volle Bewusstheit, fehlende Reue und die Gefahr erneuter Gewalt im Falle einer Freilassung. Zudem wurde auf die mediale Resonanz und deren Wirkung auf die Gesellschaft hingewiesen, was nach Ansicht der Anklage die Gefährlichkeit der Angeklagten zusätzlich unterstreiche. Der Prozess dauerte nicht lange. Die Zeugenaussagen wiesen keine Widersprüche auf, alle wesentlichen Fakten wurden bestätigt. Auf Seiten der Anklage sagten Mitarbeiter des Restaurants, Freunde des Verstorbenen sowie Francisco aus, der Shirley der Polizei übergeben hatte. Seine Aussage über das Verhalten von Shirley in der Nacht nach der Tat stellte ein zentrales Element dar, da sie das Fehlen von Impulsivität und das Vorhandensein von Selbstkontrolle belegte. Das Urteil wurde in einer nicht öffentlichen Sitzung verkündet. Das Gericht befand Shirley für schuldig, eine vorsätzliche Straftat begangen zu haben und erkannte als erschwerende Umstände das Fehlen von Reue, die Art der Tatausführung sowie die öffentliche Resonanz an. Die Strafe wurde auf lebenslange Freiheitsentziehung ohne Möglichkeit der Bewährung festgesetzt. Shirley wurde in eine Strafvollzugsanstalt mit strengem Regime verlegt. Sie erhielt eine Einzelzelle, nur eingeschränkten Kontakt zu anderen Insassinnen und stand unter ständiger Beobachtung der Gefängnisverwaltung. Ihr Verhalten in der Anstalt entsprach dem bereits bekannten Muster. Keine Konflikte, aber auch keine Versuche, soziale Kontakte aufzubauen. Nach Angaben der Mitarbeiter beschwerte sie sich nicht, bat nicht um Besuche und ersuchte nicht um Hilfe. Ihr Tagesablauf begann und endete stets gleich, in Stille. Die Psychologen der Anstalt versuchten, Gespräche mit ihr zu führen, doch wie zuvor sprach Shirley nur sehr wenig. Auf Fragen nach ihrem Bedauern antwortete sie weiterhin verneinend, ohne ihre Handlungen zu erklären. Ihre Haltung blieb unverändert. Sie bat nicht um Nachsicht und verlangte keine erneute Überprüfung des Falls. Ihr innerer Zustand wurde als stabil,
jedoch stark verschlossen eingeschätzt. Doors close, lights stay on. Life moves like nothing's wrong. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. The same. How did no one see the change? 13 Jahre hartnäckige Verfolgung, 14 schreckliche Stunden in einer Holzkiste, ein Deal mit der Staatsanwaltschaft und keine Reue seitens des Täters. Heute lernen wir die erschreckende Geschichte von Samantha Stites kennen, in deren Lage sich jede Frau hätte befinden können. Samantha Stites wurde am 23. November 1991 geboren und wuchs in der kleinen Stadt Elcrapatch im Bundesstaat Michigan auf. Die Mutter des Mädchens zog sie alleine groß und musste mehrere Jobs gleichzeitig ausüben. Deshalb lernte Samantha früh, selbstständig zu sein und ging mit 18 Jahren zum Studieren nach Allendale. An einem neuen Ort unter völlig fremden Menschen schloss sie sich einer christlichen Studentengemeinschaft an, denn unter gläubigen jungen Menschen konnte ihr sicherlich nichts passieren. Um es vorwegzunehmen, Samantha irrte sich gewaltig. Aber zunächst einmal war das Studentenleben in vollem Gange. Samantha lernte neue Leute kennen, trieb Sport und beteiligte sich aktiv am Leben der Gemeinschaft. Im Jahr 2011 fiel Samantha bei einem der Clubtreffen ein junger Mann auf. Der Junge namens Christopher Thomas war sichtlich schüchtern und hielt sich zurück. Obwohl er fast 7 Jahre älter war, beschloss Samantha, die von Natur aus gutherzige und einfühlsame Person, den rothaarigen Mann zu unterstützen und begann ein lockeres, unverbindliches Gespräch mit ihm. Etwa so: »Hallo, wie geht's? Wie ist die Stimmung? Kommst du schon lange hierher?« Kurz gesagt, eine völlig harmlose Reihe von Standardphrasen. Selbst Samantha erinnert sich nicht mehr genau an den Inhalt des Gesprächs, da sie ihm damals keine besondere Bedeutung beigemessen hatte. Nach der Versammlung vergaß Samantha die Begegnung völlig und ging ihren Geschäften nach. Sie wusste noch nicht, dass dieses harmlose Gespräch für sie der Beginn eines wahren Albtraums sein würde. Kurz nach ihrer Begegnung fand Christopher Samantha in den sozialen Netzwerken und wurde, wie man so schön sagt, ihr ständig auf den Fersen. Er schickte ihr regelmäßig Nachrichten, lud sie zu Verabredungen ein und versuchte mit aller Kraft, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Anfangs lehnte Samantha höflich ab. Der übergewichtige rothaarige Mann war nicht ihr Typ. Außerdem machte sein Verhalten im Internet sie misstrauisch. Samantha hoffte, dass ihr neuer Bekannter nach einer Reihe von Ablehnungen zur Ruhe kommen und sie in Frieden lassen würde. Doch dem war nicht so. Samanthas Ablehnungen schienen Christopher nur noch mehr zu motivieren, die Kommunikation fortzusetzen. Irgendwann begann er sogar, sie nur noch als Süße anzusprechen und zitierte ausgiebig aus der Bibel. Denn Chris war überzeugt. Ihre Begegnung war eine echte Fügung Gottes. Und wenn dieses Ereignis von oben vorherbestimmt war, warum sollte man sich dann in die Angelegenheiten Gottes einmischen und die Erfüllung seines Willens behindern? Muss man noch erwähnen, dass Samantha diese Gedanken nicht teilte? Und so kam es, dass Christopher nach einiger Zeit seinen Worten Taten folgen ließ. Nun fand Samantha fast überall Rosen, und zwar nicht nur vor ihrer Haustür oder auf der Windschutzscheibe ihres Autos. Überraschende Blumensträuße erwarteten sie sogar an Orten, an die Samantha sich begab, ohne jemanden aus ihrem Bekanntenkreis davon in Kenntnis zu setzen. Es wurde offensichtlich: Christopher hatte begonnen, das Objekt seiner Begierde regelrecht zu verfolgen. Irgendwann kam die Zeit der Blumensträuße zu einem Ende. Der Mann tauchte nun persönlich in Samanthas Blickfeld auf. Er erschien wie zufällig auf ihrem Weg, an der Universität, bei der Arbeit und manchmal auch einfach auf der Straße. Einmal meldete sich Samantha für ein Frisbee-Team an und bemerkte bei einem Training, dass Christopher auf der Tribüne saß und ihr Spiel aufmerksam beobachtete. Manchmal gelang es ihnen sogar, miteinander zu sprechen. Zur großen Freude des Stalkers und zum Entsetzen seines Opfers gestand Christopher, dass er manchmal Anfälle unkontrollierbarer Wut hatte.
Er sagte, dass er vor nicht allzu langer Zeit jemanden geschlagen habe und dabei einen roten Schleier vor den Augen gehabt habe. In diesem Moment wurde Samantha klar: Christopher ist nicht so harmlos, wie er auf den ersten Blick scheint, und durchaus zu Gewalttaten fähig. Da verlor Samantha die Geduld. Sie konnte nicht länger ruhig auf Christophers ständige Anwesenheit in ihrem Leben reagieren und lehnte seine aufdringlichen Annäherungsversuche jedes Mal entschiedener ab. Der letzte Tropfen war die Einladung, gemeinsam ein Eishockeyspiel der Detroit Red Wings zu besuchen. Da sagte Samantha ihrem aufdringlichen Verehrer direkt, dass sie überhaupt kein Interesse an ihm als Mann habe. Man könnte meinen, dass jeder mehr oder weniger vernünftige Mensch daraus seine Schlüsse ziehen und seine fruchtlosen Annäherungsversuche einstellen würde. Es gibt so viele Frauen, und wenn es mit einer nicht geklappt hat, warum sollte man dann nicht sein Glück mit anderen versuchen? Aber Christopher war offensichtlich aus einem anderen Holz geschnitzt. Nach einiger Zeit kam er mit einem weiteren Blumenstrauß zu ihr zur Arbeit. Daraufhin schrie Samantha den Mann zum ersten Mal an. Die Sache endete sogar mit einem kleinen öffentlichen Skandal unter den schrägen Blicken der Menschen, die an der Bushaltestelle standen. Trotz ihrer Wut hatte Samantha damals ernsthafte Angst. Anscheinend verstand Christopher den Grund für die Ablehnung wirklich nicht und war bereit, noch weiterzugehen. Glücklicherweise neigte sich ihr Studium dem Ende zu, und nachdem sie ihren Bachelorabschluss erhalten hatte, kehrte Samantha in ihre Heimatstadt zurück. Hier, inmitten alter Freunde und vertrauter Orte aus ihrer Kindheit, kam ihr alles, was ihr in letzter Zeit widerfahren war, wie ein unangenehmer Traum vor. Außerdem war Samantha sicher, dass der aufdringliche Christopher sie in ihrer Heimatstadt bestimmt nicht mehr finden würde. Nachdem sie sich beruhigt hatte, beschloss Samantha, ein Praktikum bei der religiösen Organisation International House of Prayer zu absolvieren, wofür sie in einen anderen Bundesstaat, Missouri, umziehen musste. Vielleicht hoffte sie, so ihre Spuren endgültig zu verwischen, um endlich ein normales Leben zu führen und zu arbeiten. Aber 2 Tage vor dem Umzug fuhr sie der Vater ihrer besten Freundin mit dem Auto. Und irgendwann bemerkte Samantha, dass dem Wagen ein rotes Motorrad folgte. Zuerst dachte Samantha, sie hätte sich geirrt, aber dieses Gesicht kannte sie nur zu gut. Auf dem Motorrad saß niemand anderes als Christopher. Samantha bat darum anzuhalten, um noch einmal zu versuchen, die Angelegenheit mit ihrem Stalker friedlich zu klären, aber das Gespräch mit dem Mann entmutigte sie zutiefst. Christopher erklärte lächelnd, dass er ebenfalls ein Praktikum bei der Organisation International House of Prayer begonnen habe. Es bleibt ein Rätsel, auf welchem Weg er von Samanthas Entscheidung erfahren hatte. Nach dieser Begegnung war es unmöglich, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Auf Anraten ihrer Freunde wandte sich die junge Frau im September 2014 an das Gericht mit der Bitte, eine sogenannte Schutzanordnung zu erlassen. Dabei handelt es sich um ein Dokument, das das Opfer von Stalking schützen soll und bestimmte Handlungen ihm gegenüber verbietet. In diesem Fall ging es um jeglichen Kontakt, seien es persönliche Treffen, Telefonanrufe, das Versenden von E-Mails sowie Blumen und Geschenke. Nach Prüfung der Beweise hielt der Richter die Erteilung der Anordnung für gerechtfertigt. Nun musste Christopher Samantha für die nächsten 6 Jahre in Ruhe lassen. Andernfalls hätte ihm eine strengere Strafe bis hin zur strafrechtlichen Verfolgung gedroht. Nach dieser Entscheidung des Gerichts war das Gebetshaus verpflichtet, Christophers Praktikum zu beenden, sodass Samantha beruhigt sein konnte. Und tatsächlich verschwand der Stalker aus Angst vor einer strengen Strafe aus ihrem Leben. Samantha konnte sich endlich den für sie wichtigen Dingen widmen. 3 Jahre später schrieb sie sich für einen Masterstudiengang ein, um Sozialarbeiterin zu werden. In ihrer Freizeit schrieb sie einen Blog, in dem sie über ihr Leben berichtete. Zu dieser Zeit lernte sie im Internet eine Frau namens Sarah kennen. Samantha fand in ihr sofort eine Seelenverwandte und sie kommunizierten regelmäßig miteinander. So vergingen 6 Jahre wie im Flug. Samantha hatte ihren Stalker, der ihr Leben vergiftet hatte, längst vergessen. Sie schloss ihr Masterstudium ab und kehrte in ihre Heimatstadt zurück, wo sie ein Haus kaufte und eine Stelle als Sozialarbeiterin annahm. Christopher jedoch hatte nichts vergessen. Am 20. September 2020 war Samantha auf dem Weg zu einem Fußballspiel, als sie plötzlich mit einem Mann zusammenstieß. Zunächst erkannte sie den Passanten nicht einmal. Christopher hatte die letzten 6 Jahre offensichtlich nicht untätig verbracht. Er hatte abgenommen und Muskeln aufgebaut.
Der Stalker tat jedoch so, als würde er Samantha nicht erkennen und ging einfach vorbei. Sie geriet in Panik. Und doch hoffte sie tief in ihrem Inneren, dass Christopher sich in den letzten Jahren nicht nur äußerlich verändert hatte. Vielleicht war er erwachsen geworden, hatte vieles verstanden und war ein ganz anderer Mensch geworden. Als sie nach Hause kam, las Samantha noch einmal die Schutzanordnung durch. Genau an diesem Tag lief die Frist ab, während der Christopher sich ihr nicht hatte nähern dürfen. Samantha hoffte sehr, dass die unerwartete Begegnung ein Zufall gewesen war, begann aber vorsichtshalber, sich vorsichtiger zu verhalten. Zum Beispiel bat sie Freunde, sie mit dem Auto mitzunehmen und versuchte, nicht allein spazieren zu gehen. Und dann meldete sich Christopher wie zufällig in derselben Fußballmannschaft an, in der Samantha spielte. Dabei benahm er sich beim Training übermäßig grob und versuchte bei jeder Gelegenheit, sie umzustoßen. Die Verwaltung des Sportclubs hörte sich Samanthas Beschwerden zwar an, unternahm jedoch keine entschiedenen Maßnahmen. Man erklärte, all dies seien Spielsituationen und im Fußball komme es auch zu härterem. Deshalb solle man kein Problem suchen, wo es keines gebe. Und doch war es schwer zu übersehen, dass die Verfolgung mit neuer Kraft begonnen hatte. Diesmal verhielt sich Christopher äußerst vorsichtig und begann nie als Erster ein Gespräch. Dennoch war er fast immer in Samanthas Blickfeld, sei es beim Einkaufen oder beim Training in der Sporthalle. Irgendwann vermutete die junge Frau sogar, dass in ihrem Auto ein GPS-Tracker installiert worden war. Freunde halfen ihr, das Fahrzeug zu untersuchen, aber es konnte nichts gefunden werden, was einem Ortungsgerät ähnelte. Hinzu kommt, dass Samantha im Juli 2022 erneut eine einstweilige Verfügung beantragte, doch diesmal zeigte sich das Gericht weniger wohlwollend. Es gebe keine rechtliche Grundlage für eine neue Anordnung, sie solle ihre persönlichen Probleme selbst lösen. Außerdem hätte das weitere Verfahren die Anwesenheit von Christopher im Gerichtssaal erfordert und Samantha wollte diesem Mann auf keinen Fall noch einmal begegnen. Und so beschloss Christopher am 7. Oktober 2022 entschlossen zu handeln. Irgendwie gelang es ihm, sich den Schlüssel zum Haus der jungen Frau zu beschaffen, und er drang in einem völlig unerwarteten Moment in das Haus ein. Man kann nicht sagen, dass Samantha auf diese Entwicklung nicht vorbereitet war. Sie hatte bereits seit einigen Tagen eine Axt unter ihrem Bett versteckt, hatte jedoch keine Gelegenheit, sie zu benutzen. Christopher überwältigte Samantha schnell und sagte ihr, dass sie dringend miteinander reden müssten. Allerdings solle dieses Gespräch an einem anderen Ort stattfinden. Dann legte er Samantha Handschellen an, steckte ihr einen Knebel in den Mund, verband ihr die Augen und fuhr sie in eine unbekannte Richtung. Da es früh am Morgen war, gab es keine Zeugen für die Entführung. Auf dem Weg ins Ungewisse zählte Samantha die Abbiegungen, um zumindest eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wohin man sie brachte. Dann hielt das Auto an, und Christopher brachte sein Opfer an einen Ort, an dem es stark nach frischen Brettern roch. Als ihr die Augenbinde abgenommen wurde, stellte Samantha fest, dass sie sich in einer 2x2 Meter großen Holzkiste befand. Das Innere war mit schalldämmendem Material ausgekleidet und auf dem Boden standen ein Eimer und Vorräte. Samantha kamen sofort Geschichten über Serienmörder in den Sinn, die ihre Opfer jahrelang gefangen gehalten hatten. In der Zwischenzeit zog Christopher ihr den Knebel aus dem Mund und begann seine schaurige Erzählung. Er berichtete der Gefangenen, dass er sich Urlaub genommen habe, was bedeutete, dass ihn in nächster Zeit niemand vermissen würde. Damit niemand bei ihm nach Samantha suchen würde, beschloss der Mann, ihren Tod vorzutäuschen. Dazu wollte er ihr SUP-Board am Ufer des Michigansees zurücklassen. Während Samanthas angebliche Leiche in den Gewässern des größten Sees der Vereinigten Staaten von Amerika gesucht würde, hätte das Paar genügend Zeit. Im Laufe des Gesprächs gab Christopher auch zu, dass er tatsächlich einen Peilsender installiert hatte, und zwar nicht nur in Samanthas Auto, sondern auch in den Autos ihrer Freundinnen, und ihn so geschickt versteckt hatte, dass die Suche erfolglos geblieben war. Darüber hinaus erfuhr Samantha noch eine weitere beunruhigende Tatsache. Es stellte sich heraus, dass Christopher die Idee mit der Holzkiste nicht irgendwoher hatte, sondern von Netflix. Dem Mann gefiel die Serie You sehr gut, in der es um einen Serienmörder geht, der ebenfalls Frauen verfolgte und seine Opfer in einem Glaswürfel gefangen hielt. Da Christopher nicht genug Geld für eine Konstruktion aus Spezialglas hatte,
beschloss er, sich mit einer Holzkopie zu begnügen. Im Laufe des Gesprächs überreichte der Entführer ihr außerdem ein Paket, in dem sich ein Pullover mit dem Logo des Eishockeyteams Detroit Red Wings und Samanthas Name befand. Es stellte sich heraus, dass Christopher dieses Geschenk seit dem Tag aufbewahrt hatte, an dem er beschlossen hatte, seinem Opfer Tickets für das Spiel zu schenken, also seit 9 Jahren. Dennoch gab der Verbrecher zu, dass er trotz seiner Taten auf keinen Fall im Gefängnis landen wollte. Er sagte, dass er unter den dortigen Bedingungen nicht überleben könne. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr, also musste er nehmen, was kam. Samantha erkannte, dass Christophers leidenschaftlicher Wunsch, nicht ins Gefängnis zu kommen, den Weg zu ihrer Rettung bedeuten könnte. Sie schlug ihm einen Deal vor. Christopher würde sie gehen lassen und Samantha würde ruhig nach Hause gehen und niemandem von diesem Vorfall erzählen. Sie musste so schnell wie möglich zustimmen, denn noch hatte niemand Samanthas Verschwinden bemerkt. Christopher schien dieses Angebot zu gefallen. Allerdings stellte er seine Bedingungen. Er würde Samantha nur freilassen, wenn sie sich auf eine intime Beziehung einließe. Zunächst lehnte Samantha ab. Schließlich fand sie den Entführer überhaupt nicht attraktiv. Mehr noch, nach allem, was passiert war, war es, gelinde gesagt, unerträglich, auch nur in seiner Nähe zu sein. Doch die Zeit verging. Es waren lange, anstrengende Stunden der Gefangenschaft in einer Holzkiste und Christopher konnte jeden Moment seine Meinung ändern. Das bedeutete, dass die geringe Chance auf Rettung zusehends schwand. Samantha gab Christopher schließlich nach. Als alles vorbei war, hielt der Entführer sein Wort. Er ließ Samantha in der dunklen Nacht auf die Straße. Es stellte sich heraus, dass die Holzkiste in einem Lagerhaus mitten im Wald stand. Als sie an Christophers Auto vorbeiging, sah Samantha, dass tatsächlich ihr SOP-Board darin lag. Das bedeutete, dass die Worte über die Inszenierung ihres Todes kein Bluff gewesen waren. Christopher fuhr Samantha zu dem Parkplatz, auf dem ihr Auto stand, und fuhr davon. Der ganze Schrecken von der Gefangenschaft in der Holzkiste hatte etwa 14 Stunden gedauert. Zu Hause angekommen, bat Samantha einen ihrer Nachbarn, sie ins Krankenhaus zu fahren. Sie traute sich nicht, ihr eigenes Auto zu benutzen, da darin möglicherweise noch immer ein Peilsender installiert war. Die Polizei war bereits zum Krankenhaus gerufen worden und Samantha schilderte den Polizeibeamten die Geschehnisse. Nun mussten die Gesetzeshüter so schnell und vorsichtig wie möglich handeln, um den Täter nicht entkommen zu lassen. Anhand von Samanthas Aussage fanden die Polizeibeamten das Lagerhaus, in dem sich tatsächlich die Holzkiste sowie Vorräte an Lebensmitteln und Wasser befanden. Nach 36 Stunden nahmen sie den Entführer fest. Christopher wurde anhand des Signals seines Mobiltelefons aufgespürt, als er gerade versuchte, die Stadt zu verlassen. Bei der Durchsuchung wurden bei dem Täter Handschellen, ein Knebel sowie Quittungen gefunden, die den Kauf von GPS-Trackern bestätigten. Die Geräte selbst wurden tatsächlich in den Autos von Samantha und ihren Freundinnen entdeckt. Ein weiteres bemerkenswertes Detail ist erwähnenswert. Bei der Untersuchung von Christophers elektronischen Geräten stellten die Polizeibeamten fest, dass er sich manchmal über das Konto einer gewissen Sarah im Internet anmeldete. Es liegt nahe, dass er trotz des Verbots weiterhin mit seinem Opfer kommunizierte, indem er sich hinter einem weiblichen Namen versteckte. Darüber hinaus gelangte er auf bislang ungeklärte Weise an die Passwörter für Samanthas Social-Media-Konten und konnte regelmäßig ihre Nachrichten lesen. Gegen Christopher wurde eine ganze Reihe von Anklagen erhoben. Entführung, sexuelle Nötigung, Folter, Stalking und Hausfriedensbruch. Interessanterweise bestritt der Täter den Vorwurf der sexuellen Nötigung und behauptete, alles sei einvernehmlich geschehen. Lediglich, so seine Darstellung, sei Samanthas angebliches Rollenspiel irgendwann zu weit gegangen. Gegen die übrigen Anklagepunkte hatte er offenbar nichts einzuwenden. Übrigens begann Christopher mit dem Bau der Holzkiste, als er erfuhr, dass Samantha beschlossen hatte, eine zweite Schutzanordnung beim Gericht zu beantragen. Für den Bau der Konstruktion gab er mehrere $1000 aus. Im Laufe der Ermittlungen kam eine weitere entscheidende Tatsache ans Licht. Es stellte sich heraus, dass bereits 2009 ein ähnliches Gerichtsurteil gegen Christopher ergangen war, als er eine andere Frau hartnäckig verfolgt hatte. Die grobe Missachtung der Anordnung führte jedoch dazu, dass der Stalker 2 Jahre auf Bewährung erhielt. Und das geschah nur 1 Jahr vor seiner schicksalhaften Begegnung mit Samantha. Im Jahr 2023 wurde bekannt,
dass der inhaftierte Christopher einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatte. Er gestand alle Verbrechen mit Ausnahme der sexuellen Nötigung. Der Täter behauptete weiterhin, dass es sich lediglich um ein spezielles Rollenspiel gehandelt habe. Ein Jahr später wurde das endgültige Urteil gefällt: 40 bis 60 Jahre Gefängnis. Selbst im günstigsten Fall wird Christopher als hochbetagter Mann aus dem Gefängnis entlassen und muss bis an sein Lebensende einen GPS-Tracker tragen. Das ist die Ironie des Schicksals. Übrigens wurden nach diesem aufsehenerregenden Fall im Bundesstaat Michigan die Regeln für die Erteilung von Schutzanordnungen grundlegend überarbeitet. Jetzt wird bei ähnlichen Gerichtsverfahren zwingend berücksichtigt, ob solche Verbote bereits zuvor erlassen wurden. Denn wenn bei Samanthas Antrag vor Gericht bekannt geworden wäre, dass Christopher bereits mehrfach ins Visier der Behörden geraten war, hätte sich ihr Schicksal möglicherweise ganz anders entwickelt. Was Samantha betrifft, so fiel ihr die Rückkehr in ein normales Leben außerordentlich schwer. Lange Zeit konnte sie nicht normal schlafen, verlor deutlich an Gewicht und gab erhebliche Summen für die Rehabilitation nach dem Erlebten aus. Es bleibt zu hoffen, dass ihr Fall dazu beiträgt, ähnliche Situationen in Zukunft zu verhindern und die zuständigen Behörden endlich dazu bringt, das Problem des Stalkings ernster zu nehmen. Denn, offen gesagt, ist es ein unglaubliches Glück, dass Samantha es geschafft hat, lebend aus der Holzkiste zu entkommen. Wäre alles anders gelaufen, hätte sie jahrelang in Gefangenschaft verbringen können, während draußen alle dachten, sie sei im See ertrunken. Doors close, lights stay on, life moves like Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. we ask the same. How did no one see the change? Viele Menschen sind nicht das, was sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Schauen Sie sich um. Verhält sich vielleicht Ihr Freund oder Nachbar seltsam? Vielleicht sind nicht alle seine Handlungen nur ein Scherz oder leeres Geschwätz. Dies ist die Geschichte einer aufschlussreichen Verwandlung, für die die Gesellschaft zu spät die Augen geöffnet hat. Es gibt Berufe, die dazu bestimmt sind, zu dienen und zu schützen. Die meisten Menschen betrachten sie als einen unverzichtbaren Teil einer zivilisierten Welt, in der man ruhig leben und Kinder großziehen kann, ohne etwas zu befürchten. In der heutigen Geschichte verlief jedoch alles anders als geplant, von Anfang an. Kimberly Millen. Madeline kam im Dezember 1970 zur Welt. Sie war sehr lebensfroh, hatte ein strahlendes Aussehen und ein warmes, offenes Lächeln. Das machte sie in jungen Jahren beliebt, und nach dem Schulabschluss fand sie die Liebe ihres Lebens, einen jungen Mann namens Bridger Marlin. Zur gleichen Zeit begann sie aktiv zu arbeiten und eine Ausbildung zu absolvieren. Dann heiratete das Paar und zog auf eine Farm in Monroe, North Carolina, USA. Bis zum Jahr 1997 war sie Studentin und arbeitete an 2 Orten gleichzeitig, um ihre kleine Familie zu ernähren. Die 26-jährige Frau liebte das Reiten und träumte von einer eigenen Pferdefarm. Auch Bridger arbeitete hart. Das Paar plante, so schnell wie möglich eine Ausbildung zu absolvieren, sich zu etablieren und beruflich Fuß zu fassen. In der nächsten Phase ihres gemeinsamen Lebens sollten Kinder und Kims geliebte Pferde hinzukommen. Die jungen Leute ahnten nicht, dass das Schicksal ganz andere Pläne für sie hatte. Die 26-jährige Kim arbeitete als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft und war außerdem Kellnerin in einem bekannten Männerclub der Stadt. Es war ein lebhaftes und beliebtes Lokal, in dem es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Kunden kam, manchmal sogar mit dem Personal. Das war jedoch nichts Ungewöhnliches. Kim und die anderen Mitarbeiter des Lokals nahmen das kaum noch bewusst wahr. Sie wussten genau, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten hatten. In der Regel gelang es den Sicherheitsleuten und anderen Mitarbeitern, den Konflikt zu schlichten, bevor es zu spät war. Das half zwar nicht immer, aber das Lokal war den Strafverfolgungsbehörden sehr gut bekannt. Man konnte immer die Polizei rufen, wenn die Situation außer Kontrolle geriet. Ähnliche Vorfälle gab es während Kims Arbeitszeit mehrmals. Dennoch waren sie eine große Seltenheit.
Die junge Frau hatte ein Talent dafür, die aufgebrachte Öffentlichkeit zu beruhigen. Ihre natürliche Ruhe und ihre Redegewandtheit halfen ihr dabei. Doch sie konnten den Konflikt auf der Straße nicht verhindern, der sich an einem frühen Morgen im März 1997 ereignete, als sie von der Arbeit zurückkam. Zunächst bemerkte Kim nur, dass ihr ein unbekanntes Auto aus dem Männerclub folgte. Sie versuchte sich abzusetzen, aber der Wagen wiederholte jede ihrer Bewegungen, beschleunigte und verlangsamte. Das erschreckte die Frau sehr, weshalb sie sich an die Strafverfolgungsbehörden wandte. Als sie an einem Streifenwagen vorbeifuhr, der am Rand einer menschenleeren Straße stand, war der Verfolger bereits verschwunden. Wahrscheinlich hatte er begriffen, dass seine Absichten durchschaut worden waren und konnte so eine unangenehme Begegnung mit der Polizei vermeiden. Dennoch war Kim sehr beunruhigt und berichtete von dem seltsamen Vorfall auf der Straße. Die Polizeibeamten nahmen ihre Aussage ernst, beruhigten sie und führten anschließend Überprüfungen durch. Leider war der Verfolger längst verschwunden, aber Kimberly war sich sicher, dass es böse enden könnte, wenn nichts unternommen würde. Sie erklärte, dass sie nicht zum ersten Mal einen verdächtigen Verfolger auf der Straße bemerkt habe. Man beruhigte sie, sammelte alle Informationen, über die die Frau verfügte. Doch diese reichten nicht aus. Allerdings wollte niemand die Sache auf sich beruhen lassen. Von diesem Moment an erhielten die Straßenverkehrsbehörden Hinweise auf den verdächtigen Mann und sein Auto und waren daher in Alarmbereitschaft. Kim lebte ihr Leben weiter, arbeitete viel und studierte. Nur 2 Wochen nach ihrer Anzeige, gegen 4 Uhr morgens am 29. März 1997, fand einer der Polizeibeamten, der in der Gegend patrouillierte, einen roten Geländewagen, der am Straßenrand verlassen worden war. Es schien kein Zufall zu sein. Ein zufälliger Autofahrer hatte sich an den Rettungsdienst gewandt und von einer Seltsamkeit berichtet. Das Auto wirkte fehl am Platz. Obwohl kein Fahrer anwesend war, liefen Motor und Scheinwerfer. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs wurde deutlich, dass hier etwas Beunruhigendes vorgefallen war. Im Innenraum des Fahrzeugs wurden Spuren einer Auseinandersetzung entdeckt, darunter eine Strähne helles Haar und einige kleine Blutstropfen auf der Fahrerseite. Außerdem wurden im Innenraum Dokumente gefunden, die Kimberly Millen Madlin gehörten, sowie eine Geldbörse, in der sogar Bargeld und Karten verblieben waren. Nur der Führerschein fehlte. Nach Überprüfung des Kennzeichens wurde bestätigt, dass das Auto Kim gehörte. Was jedoch mit ihr selbst geschehen war, blieb ein Rätsel. Die Frau war nirgends zu sehen. Zunächst wurde bei ihr zu Hause angerufen, wo die Vermisste wohnte. Es meldete sich jedoch niemand. Erst am frühen Morgen wandte sich ihr Ehemann selbst an die Polizei und erklärte, dass seine Frau nicht von ihrer Schicht im Männerclub zurückgekehrt sei. Es gab keine logische Erklärung dafür, wo Kimberly verschwunden sein könnte. Bridger war sehr aufgeregt. Er erinnerte sich an die Verfolgungsjagd auf der Straße und befürchtete, dass jemand aus dem Männerclub seiner Frau etwas angetan haben könnte. Das verlassene Auto erinnerte an einen Ort, an dem etwas Beunruhigendes passiert war. Die Ermittler hatten das Auto bereits untersucht und sich dann auf das Gelände um das Fahrzeug herum konzentriert, da sich darin nichts besonders Wertvolles befand. Draußen entdeckten sie Spuren, die einem unterbrochenen kleinen Pfad ähnelten. Sie folgten diesem Pfad und vergrößerten dabei nach und nach den Suchbereich. So konnte die Suchmannschaft bereits am nächsten Tag die Leiche der jungen Frau finden. Sie lag am Ende einer Sackgasse, etwa 3 Kilometer von ihrem Auto entfernt. Aus Kimberlys Geländewagen wurden keine Wertsachen gestohlen. An ihrem Körper befanden sich noch Schmuckstücke. An ihrem Finger steckte ein Ehering und um ihr Handgelenk lag eine goldene Kette. Offensichtlich war der Mord nicht aus Raubgründen begangen worden. Die junge Frau war schwer gezeichnet von massiver Gewalt. Laut Obduktionsergebnis wurde sie über einen längeren Zeitraum körperlich angegriffen, unter anderem durch Schläge und Würgen. Es gab keine Anzeichen für eine Vergewaltigung, aber zahlreiche Blutergüsse am Rücken und um den Hals. Die meisten Spuren hatten eine spezifische Form, als wären sie nicht durch einen zufälligen Gegenstand verursacht worden. Diese ähnelten jedoch nicht den typischen Tatwerkzeugen. Die Einwirkungen waren außergewöhnlich heftig und zielgerichtet. Selbst an Stellen mit dicker Haut, wo Blutergüsse nur mit großer Kraft entstehen können, waren sie in großer Zahl zu finden. Es schien, als habe der Täter einen außergewöhnlich starken Groll gegen sein Opfer empfunden. Den gefundenen Spuren der Schläge nach zu urteilen, wurde Kim von hinten angegriffen.
wahrscheinlich gestoßen und zu Boden geworfen, woraufhin großer Druck auf ihren Rücken und Nacken ausgeübt wurde, als hätte der Mörder mit den Füßen auf sie eingetreten oder sich mit seinem Gewicht auf sie gestützt, was zu den Brüchen führte. Es wurden Spuren einer Entführung gefunden. An den Handgelenken der Frau wurden Abdrücke gefunden, die normalerweise auftreten, wenn eine Person bewegungsunfähig gemacht wird. Der Gegenstand, den der Täter verwendet haben könnte, wurde jedoch nicht gefunden. Die Spuren an den Handgelenken waren ebenfalls ungewöhnlich. Erfahrene Kriminalisten wussten, dass sie nicht von Klebeband, Kabelbindern oder Seilen stammten. Um herauszufinden, wer die wehrlose junge Frau angegriffen haben könnte, begannen die Ermittler, die Ereignisse des letzten Tages, an dem sie noch am Leben war, zu rekonstruieren. Das unmittelbare Umfeld der Verstorbenen unterstützte die Ermittlungen aktiv. Auf den ersten Blick gab es unter Kimberlys Freunden und Bekannten keine Personen, die zu Aggressionen neigten. Sie litt weder unter psychischen Problemen noch unter Suchterkrankungen, weshalb sie den Kontakt zu allen Personen einschränkte, die potenziell gefährlich sein könnten. Das Einzige, was Verdacht erregte, war ihr Arbeitsplatz. Der Männerclub hatte viele Besucher, ein bunt gemischtes Publikum, mit dem man leicht in Konflikt geraten konnte, und ein solcher Konflikt konnte tragisch enden. Deshalb wandten sich die Ermittler an andere Mitarbeiter des Clubs. Sie waren überzeugt, dass Kim von einem konfliktreichen Kunden angegriffen worden sein könnte. Außerdem fanden sie ihre Anzeige wegen Belästigung auf der Straße. Vermutlich könnten diese Ereignisse miteinander in Verbindung stehen. Darüber hinaus sprachen sie mit dem Ehemann der jungen Frau. Nach Angaben ihrer Kollegen arbeitete Kimberly in einer Schicht im Club und verließ ihre Arbeit gegen 2 Uhr morgens, wie es üblich war. Bridger erzählte der Polizei, dass seine Frau ihn zuletzt etwa zur gleichen Zeit auf seinem Handy angerufen hatte. Seine Aussage wurde bestätigt. Seine Frau rief ihren Mann immer an, um ihm mitzuteilen, dass sie vom Club nach Hause fuhr. Normalerweise brauchte sie für den Weg etwa 10 Minuten. Um Zeit zu sparen, nahm sie eine Abkürzung über eine menschenleere Straße. Genau dort, am Straßenrand, wurde ihr Auto gefunden. Sobald ihr Mann die Nachricht von seiner Frau erhalten hatte, dass sie unterwegs war, ging er einfach schlafen, da er von seiner Tagesschicht müde war. Als Bridger am Morgen aufwachte und sich für die Arbeit fertig machte, stellte er fest, dass Kim nicht zurückgekommen war und wandte sich an die Polizei. Seine Vermisstenanzeige wurde tatsächlich gefunden, aber es gab gleich 2 große Probleme. Erstens konnte niemand die Aussage des Mannes bestätigen. Nur die Überprüfung der Daten des Festnetztelefons bestätigte, dass Kim in der Nacht zu Hause angerufen hatte. Danach hatte er jedoch mehr als genug Zeit, um den Angriff durchzuführen. Zweitens warf auch seine späte Meldung bei den Strafverfolgungsbehörden Fragen auf. Wie konnte er einschlafen, ohne auf seine Frau zu warten und nicht einmal bemerken, dass sie nicht von der Arbeit zurückgekommen war? Der Mann wirkte verdächtig, verhielt sich aber sehr ruhig. Er sah aus wie ein aufrichtig leidender Witwer, der seine Geliebte verloren hatte. Als man begann, die von ihm vorgelegten Informationen zu überprüfen, fanden sich sofort mehrere Zeugen, die behaupteten, Bridgers schwarzen Lieferwagen etwa zur gleichen Zeit als Kim verschwand in der Stadt gesehen zu haben. Der Mann selbst wies jeglichen Verdacht zurück. Es gab noch immer nichts, was man ihm vorwerfen konnte, aber die widersprüchlichen Informationen, die die Ermittler erhalten hatten, erforderten mehr Zeit für Überprüfungen und Klarstellungen. Familienmitglieder, Freunde und Kollegen des Paares sprachen mit den Ermittlern, um ihnen zu helfen, die Beziehung des Paares zu verstehen. Alle beschrieben Bridger als liebevollen Mann. Zwischen ihm und seiner Frau gab es zwar kleinere Meinungsverschiedenheiten, aber das waren nicht mehr als die üblichen Alltagsstreitereien. Man versuchte ein Motiv zu finden, aber es schien keines zu geben. Die Maitlands hatten keine Lebensversicherungen abgeschlossen. Sie befanden sich in der Anfangsphase des Aufbaus ihres Wohlstands. Daher gab es für sie nicht viel zu teilen. Es gab keine Kinder, keine Dreiecksbeziehungen, keine Scheidungsprozesse, die normalerweise zu Verbrechen zwischen Ehepartnern führen. Als ein Zeuge auftauchte, der behauptete, dass Bridgers Van in Wirklichkeit nirgendwo hingefahren sei und die ganze Nacht in der Einfahrt gestanden habe, schwanden die Verdächtigungen. Der Witwer wurde vor allem wegen seines schwachen Alibis nicht aus dem Verkehr gezogen, aber nun konzentrierte man sich mehr auf andere Aspekte der Ermittlungen. Nach den Umständen von Kims Tod zu urteilen, fuhr sie nach dem Anruf bei ihrem Mann weiter auf der Vorortstraße nach Hause, hielt dann aber aus irgendeinem Grund an.
Da es hier nichts gab, was ihre Aufmerksamkeit hätte erregen können, wurde vermutet, dass die junge Frau Opfer eines Kriminellen geworden sein könnte, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Diese Version schien durchaus plausibel und konnte sogar das Auftreten charakteristischer Spuren an Kimberlys Handgelenken erklären. Die Ermittler erkannten darin die charakteristischen Spuren, die normalerweise zu fest angezogene Handschellen hinterlassen. Dann kam ein Mann zur Polizeistation, der gestand, dass er der Verfolger auf der Straße war, gegen den Kimberly Anzeige erstattet hatte. Er sagte, dass er nichts mit dem Mord zu tun habe und dass sich der Vorfall mit den Autos ereignet habe, als er betrunken aus einem Club zurückgekommen sei. Seiner Erinnerung nach hatte Kim ihn 2 Wochen vor ihrem Tod wegen ungebührlichen Verhaltens aus dem Lokal geworfen. Deshalb begann er wütend, ihr zu folgen, um ihr Angst einzujagen. Als er merkte, dass die Frau in Richtung der Stelle fuhr, an der normalerweise ein Streifenwagen stand, ließ er sie zurück. Der Mann behauptete, dass er die Frau nach dem Vorfall nicht verfolgt habe. Das Ganze sei ein einfaches Missverständnis gewesen. Er habe erkannt, dass er zu weit gegangen sei, aber er habe nicht vorgehabt, ein Verbrechen zu begehen. Der Mann kam zur Polizeistation, weil er vom Tod der Kellnerin aus dem Männerclub gehört hatte und alles erzählen wollte, um einer Verfolgung durch die Polizei zu entgehen. Seine Worte waren aufrichtig, aber sein Alibi musste überprüft werden. Das war ohne weiteres möglich. In der Nacht des Mordes war er nicht im Club, sondern hatte Nachtschicht. Seine Aussage wurde von mehreren Kollegen, dem Manager und den Aufzeichnungen der Überwachungskameras bestätigt. Damit war die Liste der Verdächtigen leer. Die Ermittlungen kamen zum Stillstand. Niemand glaubte an die Schuld des Witwers Bridger. Er wurde sowohl von der Familie Kim als auch von seiner eigenen Familie unterstützt. Alle kannten ihn als anständigen und ruhigen Mann, der nicht zu Aggressionen neigte. Das Paar befand sich in einer Phase ihrer Beziehung, in der Konflikte und Scheidungen noch weit entfernt waren. Es gab nicht einmal ein erkennbares Motiv. Auf dieser Grundlage wurde beschlossen, eine Pressekonferenz abzuhalten, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten, da sich das Verbrechen auf einer menschenleeren Straße ereignet hatte. Wenn jemand nachts hier vorbeigefahren war, hätte er eine Person oder ein Auto bemerken können, die oder das auf das Opfer gewartet hatte. So tauchte ein Zeuge auf, der berichtete, dass er einen Streifenwagen gesehen habe, der ein Auto verfolgte, das der Beschreibung von Kimberlys Geländewagen entsprach. Der Mann beschrieb die Situation, da er ein Stück weit hinter den beiden Autos hergefahren war und alles gut sehen konnte. Sie fuhren einfach hintereinander her, aber irgendwie verdächtig synchron. Das fiel sogar auf. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt noch keinen ernsthaften Verdacht. Dann bog der Zeuge auf eine andere Straße ab und sah nicht, wie die Verfolgung endete. Dem Zeugen wurden die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale verschiedener Streifenwagen der nächstgelegenen Städte gezeigt. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um ein Scheinfahrzeug handelte, das der Mörder speziell für Verbrechen auf menschenleeren Straßen vorbereitet hatte. Die Situation sah beunruhigend aus. Daher wurde die Öffentlichkeit nicht sofort gewarnt, um Panik zu vermeiden. Durch Gespräche mit dem Zeugen und Überprüfungen konnte festgestellt werden, dass das Polizeiauto höchstwahrscheinlich zum Dienst der Stadt Monroe gehörte. Die Ermittler, die den Fall untersuchten, standen vor der Tatsache, dass der Täter möglicherweise zu ihrer eigenen Dienststelle gehörte. Da alle Streifenwagen hier identisch waren, half dies nicht besonders bei der Suche nach dem Mörder. Der Mann hatte sich die Identifikationsnummer nicht gemerkt, aber der Hinweis schien interessant. Er erklärte, warum Kimberly in dieser Nacht angehalten hatte. Wahrscheinlich ahnte sie nicht, dass der Polizist finstere Absichten ihr gegenüber hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Beweise sorgfältig analysiert worden, aber nach dem neuen Hinweis beschlossen die Ermittler, dies erneut zu tun, in der Hoffnung, Fingerabdrücke oder andere Informationsquellen zu finden. Leider wurden keine gefunden. Das war nicht überraschend, denn wenn der Täter tatsächlich mit den Strafverfolgungsbehörden in Verbindung stand, wusste er, wie man keine Spuren hinterlässt. Die erneute Überprüfung lenkte die Aufmerksamkeit auf einen charakteristischen Abdruck, der auf dem Sweatshirt der Frau zurückgeblieben war. Die Analyse ergab, dass es sich um einen Abdruck eines Frauenstiefels handelte, der nicht wie ein Turnschuh oder Ähnliches aussah. Darauf wurde auch ein kleiner Abdruck in Form des Buchstabens V entdeckt. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass man zuerst Verdächtige finden müsse, deren Schuhe überprüft werden könnten. Denn es wäre zu schwierig gewesen, die Schuhe aller Männer der Stadt zu untersuchen. Nun hatte sich der Kreis jedoch erheblich verengt
sodass dieser Hinweis zu einem wichtigen Schlüssel wurde. Der Experte, der diese wertvollen Beweise entdeckt hatte, begann die Schuhhersteller zu überprüfen. Zunächst fand er jedoch kein einziges bekanntes Unternehmen, das ähnliche Markierungen und Absatzformen verwendete. Daraufhin begann der Spezialist, Marken zu analysieren, die Schuhe auf Bestellung herstellten. Es wurden mehrere hundert Modelle untersucht. Er musste persönlich Schuhgeschäfte aufsuchen, insbesondere solche, die Spezialschuhe für den professionellen Gebrauch verkauften. So gelang es ihm, ein identisches Paar Schuhe zu finden. Die Schuhe dieser Marke wurden in Wisconsin hergestellt. Die Identifizierung gestaltete sich schwierig, da das Unternehmen selbst für die Verhältnisse eines hochspezialisierten Herstellers nicht sehr verbreitet war. Es stellte nur einige Dutzend verschiedene Schuhtypen her, die nicht besonders beliebt waren. Unter ihnen befanden sich Modelle, die genau mit demselben Buchstaben auf der Sohle übereinstimmten. Dann musste der Abdruck so gut wie möglich wiederhergestellt werden, um die Schuhgröße des Mörders zu ermitteln. Nach fast einer Woche Arbeit an diesem Hinweis gelang es nicht nur, die Marke, sondern auch das Modell zu ermitteln und herauszufinden, dass der Mörder Schuhgröße 39 bis 40 trug. Somit lief die Suche nach dem Täter darauf hinaus, einen Polizisten aus Monroe zu finden, der die gleichen Schuhe trug. In der Polizeibehörde von Monroe wurden 3 Mitarbeiter gefunden, die dieses Schuhmodell trugen. In dem angegebenen Bereich gab es 3 Größen: 39 und gleich 2 40er. Der erste Mitarbeiter arbeitete bei der Feuerwehr. In der Nacht des Mordes hatte er Dienst. Der Mann hatte keinerlei Verbindung zu Kimberly. Er besuchte nicht einmal den Männerclub. Es konnte keine Verbindung zwischen ihm und dem Opfer hergestellt werden, und sein Alibi war sehr zuverlässig. Er konnte nicht der Täter sein. Der zweite Polizist untersuchte in der Nacht des Verbrechens einen Raubüberfall. Er befand sich im Haus eines älteren Ehepaares am anderen Ende der Stadt und stand in ständigem Kontakt mit der Zentrale. Auch er hatte ein 100%iges Alibi, das seine Unschuld bestätigte. Der dritte Polizist hieß Josh Griffin. Am Tag des Mordes an Kim Medlin arbeitete er bis 22 Uhr. Seinen Aussagen zufolge fuhr er nach Schichtende nach Hause. Sofort fiel auf, dass er auf der Straße patrouillierte und sich in der Nähe der Autobahn befand, wo später das verlassene Auto des Opfers gefunden wurde. Josh behauptete, in dieser Nacht keine verdächtigen Autos gesehen zu haben, auch nicht das Auto von Kim. Das schien plausibel. Als sie um 2 Uhr morgens aus dem Parkplatz des Männerclubs fuhr, musste er bereits zu Hause schlafen. Laut Josh hatte er sich nach Beendigung seines Dienstes nicht mehr ablenken lassen, da er von seiner Schicht sehr müde war. Natürlich wurde beschlossen, alles noch einmal gründlich zu überprüfen, bevor endgültige Schlussfolgerungen gezogen wurden. Zuerst wurde das Auto untersucht, das Josh Griffin benutzt hatte. Sofort fiel die makellose Sauberkeit im Innenraum auf, als wäre es gerade erst gründlich gereinigt worden. Als man mit Joshs Kollegen sprach, sagten viele, dass dies ein offensichtliches Warnsignal sei. Er war ein eigenartiger Mensch, der den Ruf hatte, ein Schmutzfink zu sein. In der gesamten Verwaltung kursierte ein Witz, dass sein Streifenwagen der schmutzigste im Fuhrpark der Polizeistation sei, weshalb man nach einer Fahrt mit ihm immer seine Kleidung waschen müsse. Dass das Auto nun so gründlich gereinigt war, erschien verdächtig. Andere Mitarbeiter bestätigten, dass das Auto während Joshs langjähriger Tätigkeit nur bei seiner Übergabe an ihn in diesem Zustand gewesen sei. Er selbst behauptete, dass seine Kollegen übertreiben würden, aber die Verdächtigungen gegen ihn begannen sich zu bestätigen. Als man das Haus des Mannes durchsuchte, interessierte man sich vor allem für seine Schuhe. Das besagte Paar Markenschuhe konnte nicht gefunden werden. Als der Mann dazu befragt wurde, erklärte Josh, dass er die Schuhe einfach weggeworfen habe, weil sie während seiner letzten Ermittlungen kaputt gegangen seien. Aus den Aussagen seiner Kollegen ging jedoch hervor, dass er exakt dieselben Schuhe getragen hatte wie das Paar, das die charakteristischen Spuren auf dem Rücken der getöteten Frau hinterlassen hatte. Der Verdacht gegen den Polizeibeamten verstärkte sich, als die Ermittler erneut mit Kimberlys Kollegen aus dem Club sprachen. Diese bestätigten, dass sie den Mann gesehen hatten. Er gehörte zu den Stammgästen und hatte einen schlechten Ruf. Josh benahm sich provokativ. Es war schwer, ihn zu beruhigen. Er berief sich immer auf seine Arbeit bei der Polizei und man versuchte, ihn in Ruhe zu lassen. Besonders unhöflich war er gegenüber den weiblichen Mitarbeiterinnen. Aber die Situation änderte sich etwas, als er Kimberly zum ersten Mal sah.
Es war offensichtlich, dass ihm die junge Frau sehr gefiel. Er wollte sie kennenlernen, aber sie war eine bescheidene, konservative Person. Kim war verheiratet und wies alle Verehrer zurück. Außerdem mochte sie Josh insgesamt nicht. Sie hatten sogar einige Auseinandersetzungen im Club, aber es blieb bei verbalen Konflikten. Nun galt es, sein Alibi zu widerlegen, dass er zum Zeitpunkt der Tat zu Hause war und schlief. Sein Mobiltelefon wurde beschlagnahmt. Bei der Überprüfung wurde ein Anruf entdeckt, der um 2 Uhr morgens aus Joshs Streifenwagen getätigt worden war. Trotz der geringen Genauigkeit der damaligen Geolokalisierungsdaten wurde berechnet, dass er an einer Kreuzung stand, etwas abseits des Parkplatzes, auf dem die Getötete arbeitete. Als dieser Ort untersucht wurde, stellte sich heraus, dass man von dort aus einen hervorragenden Blick auf den Männerclub hatte. Es war schwierig, eine bessere Position zu finden, um das Opfer zu beobachten. Nun war klar, dass der Verdächtige in der Nacht des Überfalls auf Kimberly nicht zu Hause geschlafen hatte. Angesichts der neuen Beweise änderte Josh seine Aussage. Nun gab er zu, dass er nach Ende seiner Schicht im Auto geblieben war, weil er ein Buch lesen wollte. Der Anruf mit dem Handy sei getätigt worden, um einen Abschleppwagen zu rufen. Ein zufälliger Autofahrer sei auf den Polizeibeamten zugekommen und habe um Hilfe gebeten, da sein Auto in der Nähe eine Panne gehabt habe. Somit stand Josh Griffin mindestens eine halbe Stunde an der Kreuzung, bevor das Opfer auf der alten Straße nach Hause fuhr. Sie fuhr nur 100 Meter vom neuen Mordverdächtigen entfernt vorbei. Trotzdem bestritt Josh jede Beteiligung an dem Überfall auf sie. Da alle Beweise gegen ihn nur Indizien waren, wurde er freigelassen und die Ermittlungen fortgesetzt. Nun erzählten auch seine Kollegen mehr. Sie wussten, dass Josh großes Interesse an der Frau hatte, die mit einem roten Geländewagen durch die Stadt fuhr. Er erzählte vielen Kollegen, dass er sie kennenlernen wolle, machte aber wiederholt unangebrachte Bemerkungen über Kimberly. Allmählich verbreitete sich unter den Einwohnern die Information, dass der Täter möglicherweise ein Polizeibeamter sei. Natürlich widersetzte sich die Stadtpolizei dem, da niemand aufsehen wollte. Diesmal erwies sich die Indiskretion jedoch als nützlich, da bald mehrere junge Frauen auf die Polizeiwache kamen und berichteten, wie sie von dem Streifenpolizisten belästigt worden waren. Sie beschrieben ein Verhalten, das mit Kimberlys Geschichte identisch war. Dazu gehörten Verfolgungen mit dem Auto, zufällige Begegnungen auf Straßen und an verschiedenen Orten in der Stadt. Der Mann missbrauchte seine Position und glaubte, dass ihm sein Polizeiausweis unbegrenzte Möglichkeiten verschaffte, darunter auch Macht über andere Menschen. Er hielt sich zurück, wenn Frauen sich an die Polizei wandten, aber bei Kim funktionierte das nicht. Danach verbreiteten sich Gerüchte, dass einer der Polizeibeamten von Monroe ein echtes Monster sei und eine unschuldige Frau getötet habe, die er eigentlich hätte beschützen müssen. Es war nur noch ein kleiner Schritt bis zum Skandal in den Zeitungen und Nachrichten. Nach Ansicht der Ermittler fuhr Josh Griffin absichtlich auf den Parkplatz in der Nähe des Clubs, da er wusste, dass Kim hier vorbeifahren würde, wenn ihr Arbeitstag zu Ende war. Er analysierte ihre Gewohnheiten und ihren Tagesablauf und lauerte ihr auf. Es wird angenommen, dass Josh ihr sofort mit seinem Streifenwagen folgte, ohne Verdacht zu erregen, und sie unter einem erfundenen Vorwand zum Anhalten brachte, als sie allein auf der Straße waren. Natürlich erweckte der Mann Vertrauen, da er Polizeibeamter war, mit Auto und Uniform. Aber als sie angehalten hatte, begriff Kim, was geschah. Wahrscheinlich folgte ein Versuch, sie kennenzulernen, und dann ein massiver Kontrollverlust, weil er eine Abfuhr erhalten hatte. Josh legte seinem Opfer Handschellen an, zog sie von der Straße weg, setzte erhebliche körperliche Gewalt ein, übte starken Druck auf ihren Körper aus und verursachte tödliche Verletzungen, als er sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie stützte. Genau in diesem Moment blieb ein Abdruck seines Stiefelabsatzes auf der Kleidung zurück. Der Spurenexperte nahm seine Arbeit wieder auf, da man zu dem Schluss gekommen war, dass Josh Griffin der Täter war. Der Mann wurde im Februar 1998 wegen Entführung und Mordes 1. Grades angeklagt. Er bestritt weiterhin seine Schuld, aber man ging davon aus, dass die Beweise gegen ihn insgesamt unwiderlegbar waren. Bei der Verhandlung sagten mehrere Zeugen aus, darunter ein zufälliger Autofahrer, Kollegen und Frauen, die bereits Opfer von Belästigungen geworden waren. Der Anwalt versuchte, das Image seines Mandanten aufzupolieren. Er beharrte darauf, dass es sich um einen anständigen Polizeibeamten handele, was jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Viele äußerten sich negativ über seine Arbeit.
Nach den Schlussplädoyers beider Seiten brauchten die Geschworenen nur wenige Stunden, um den Täter in allen Anklagepunkten für schuldig zu befinden. Er wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährungsmöglichkeit verurteilt. Es vergingen Jahre, bevor Josh Griffin Ende der 90er Jahre um ein Gespräch mit den Ermittlern bat, das aufgezeichnet werden sollte. Er gestand schließlich die Tat. Der Mann erklärte, dass er nicht genau sagen könne, was ihn zu diesem Verbrechen getrieben habe. Er bestätigte jedoch die Vermutungen der Ermittler und gab an, dass er versucht habe, Kimberly kennenzulernen, sie ihn jedoch zurückgewiesen habe. Danach habe er sie tatsächlich entführt, mit Handschellen fixiert und schwere Gewalt angewendet. Anschließend habe er Kims Führerschein an sich genommen. Die Dokumente wurden übrigens nie gefunden, weil Josh sie in kleine Stücke zerrissen und in der Toilette entsorgt hatte. Was das Paar Schuhe angeht, das nie gefunden wurde, sagte der Mann, er habe befürchtet, anhand des Schuhabdrucks überführt zu werden und habe sie deshalb am Tag nach dem Mord in einen Müllcontainer hinter einem örtlichen Supermarkt geworfen. Josh Griffin hat sich durch sein Geständnis eine Last von den Schultern genommen. Seine Strafe bleibt bestehen. Doors close, lights stay on. Life moves like nothing's wrong. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. How did no one see the change? Die junge Frau wurde unter seltsamen Umständen in ihrer eigenen Wohnung gefunden und die Ermittler konnten den Fall schnell aufklären. Doch schon bald tauchten zahlreiche unbequeme Fragen und widersprüchliche Punkte auf, die alle dazu veranlassten, darüber nachzudenken, ob diese Geschichte wirklich abgeschlossen war. Und als schließlich die ganze Wahrheit ans Licht kam, erschütterte der Ausgang dieses Falls die Öffentlichkeit bis ins Mark. Tina Livernash Hines wurde am 27. Februar 1974 im US-Bundesstaat Wisconsin geboren. Nach dem Schulabschluss lernte sie einen jungen Mann namens Jeremy kennen. Als Tina 19 Jahre alt war, heirateten sie. Er trat der Marine bei, weshalb die Familie in einen Vorort von Jacksonville in Florida umziehen musste. Etwa zur gleichen Zeit wurde Tina schwanger und das Paar erwartete sein erstes Kind. Jeremy verbrachte die meiste Zeit auf einem Militärstützpunkt in der Nähe der Stadt, während Tina in einem Restaurant arbeitete. Sie bewarb sich außerdem an einer Universität in Wisconsin und plante, dorthin zurückzukehren, sobald Jeremy von Florida in einen anderen Bundesstaat versetzt werden konnte. Im April 1994, als Tina 20 Jahre alt war, lebten sie weiterhin in einer kleinen Wohnanlage in der Nähe der Militärbasis. Zu diesem Zeitpunkt war Tina in der 15. Schwangerschaftswoche und arbeitete weiterhin im Restaurant. Etwa zur gleichen Zeit kam Jeremys jüngerer Bruder Chad zu ihnen. Er war damals 19 Jahre alt und hatte vor, sich in Florida niederzulassen, doch zunächst fiel es ihm schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Er wartete darauf, dass seine Verlobte mit ihrem Kind zu ihm kam. Bis dahin bot Jeremy seinem Bruder an, in seiner Wohnung zu wohnen. Sie hatten kein zusätzliches Schlafzimmer, also schlief Chad auf dem Sofa im Wohnzimmer. Als Dank dafür, dass sie ihn bei sich wohnen ließen, half der junge Mann Tina bei der Hausarbeit. Die junge Frau war im 4. Monat schwanger und arbeitete weiterhin, daher fiel es ihr schwer, alles alleine zu bewältigen. So ging es bis zum 16. April. An diesem Tag ging Tina zur Arbeit, während Jeremy bereits seit einigen Tagen auf der Militärbasis war. Am nächsten Tag, früh um 5:45 Uhr, rief Chad die Polizei an und sagte, er brauche Hilfe, woraufhin er hinzufügte, dass ein Mord geschehen sei. Die Polizisten kamen zur Wohnung und fanden Tinas Leiche in ihrem Schlafzimmer. Sie lag auf dem Bett mit einem Kissenbezug über dem Kopf und die Beamten stellten sofort fest, dass das Opfer mehrere Messerstiche erlitten hatte. Ihre Kleidung unterhalb der Taille fehlte, woraus die Polizisten schlossen, dass sie missbraucht worden war. Chad erzählte, dass er an diesem Abend etwas trinken gegangen sei und gegen 1:30 Uhr morgens nach Hause zurückgekehrt sei, woraufhin er auf dem Sofa im Wohnzimmer eingeschlafen sei. Etwa 2 Stunden später habe er gehört, wie Tina von ihrer Nachtschicht im Restaurant zurückkam und sei wieder eingeschlafen. Dann
Gegen 5:45 Uhr morgens wachte er durch den Klang des Feueralarms und den Geruch von Rauch auf. Als er die Augen öffnete, sah er, dass ein Teil des Sofas, auf dem er lag, in Flammen stand. Anschließend bemerkte Chad, dass es im Wohnzimmer und in der Küche 3 weitere Brandherde gab. Der junge Mann löschte sie und ging dann in Tinas Schlafzimmer, um nachzusehen, ob alles in Ordnung sei, und entdeckte ihre Leiche. Chad fügte hinzu, dass die Eingangstür offen gestanden habe, als er aufwachte. Nachdem er die Leiche entdeckt hatte, rannte er zu den Nachbarn und rief von deren Telefon aus die Polizei. Medizinische Experten stellten fest, dass Tina mindestens 27 Messerstiche erlitten hatte und bestätigten, dass sie sexuell missbraucht worden war. Außerdem hatte sie versucht, sich gegen den Täter zu wehren, wie die zahlreichen Kratzer und Abschürfungen an ihren Händen belegten. Die Ermittler sammelten alle Messer in der Wohnung ein, doch keines davon stimmte mit der Tatwaffe überein. Während die Kriminaltechniker versuchten, weitere Beweise zu finden, sprachen die Ermittler mit Chad, der ihnen sofort verdächtig vorkam. Die Beamten konnten nicht verstehen, wie der junge Mann nur wenige Meter vom Schlafzimmer des Opfers entfernt hatte schlafen können, ohne aufzuwachen. Ausgehend von seiner Aussage und den vorliegenden Daten musste der unbekannte Täter irgendwie in die Wohnung gelangt sein, das Opfer misshandelt, ihr mehrere Dutzend Messerstiche zugefügt und anschließend an 4 Stellen in der Wohnung, darunter auch auf dem Sofa, auf dem Chad geschlafen hatte, Feuer gelegt haben. Und während all dieses Chaos herrschte, schlief der junge Mann ruhig weiter, obwohl er zuvor erwähnt hatte, dass er für einen Moment aufgewacht sei, als Tina von der Arbeit zurückkam. Noch mehr Verdacht gegen Chad kam auf, nachdem die Polizei seine Vorstrafen überprüft hatte. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann mehrfach verhaftet worden war, unter anderem, weil er eine 17-Jährige geschwängert hatte. Zu diesem Zeitpunkt war er selbst 18 Jahre alt und das Mädchen bestand darauf, dass alles mit ihrem Einverständnis geschehen sei. Später wurden die Vorwürfe gegen Chad fallen gelassen, da sie ihn geheiratet hatte, doch er geriet dennoch wegen Diebstahls und anderer kleinerer Vergehen ins Visier der Polizei. So neigten die Ermittler zunehmend zu der Version, dass Chad hinter dem Mord an Tina steckte. Ihrer Ansicht nach könnte der junge Mann schon länger eine Anziehung zu dem Opfer empfunden haben und in jener Nacht ausgerastet sein. Nach der Tat habe er mehrere Brände in der Wohnung gelegt, um Beweise zu vernichten, und eine Geschichte über eine offenstehende Tür erfunden, die auf einen Fremden hindeuten sollte. Aufgrund all dieser Umstände verhafteten die Polizisten Chad und klagten ihn wegen Mordes an, woraufhin der junge Mann in Untersuchungshaft genommen wurde. Er blieb bei seiner ursprünglichen Aussage und beharrte weiterhin darauf, dass er nichts mit diesem Mord zu tun habe. Bald darauf engagierte er einen Anwalt, der nach Argumenten für die Unschuld seines Mandanten suchte. Zunächst wies der Anwalt darauf hin, dass sich auf Chads Kleidung kein einziger Blutfleck befunden habe und sein Körper keine blauen Flecken oder Kratzer aufgewiesen habe, die das Opfer im Kampf hätte hinterlassen müssen. Die Anklage konterte dieses Argument mit dem Hinweis, dass der junge Mann nach der Tat seine blutbefleckten Kleider hätte ausziehen, sie zusammen mit der Tatwaffe aus der Wohnung bringen und anschließend die Blutspuren unter der Dusche abwaschen können. Sie fügte hinzu, dass Chad eine Verbrennung an der Hand gehabt habe, die einer Verletzung entsprach, wie sie durch den zu langen Gebrauch eines Feuerzeugs entstehen könne. Anschließend wies der Anwalt darauf hin, dass die Kriminaltechniker mehrere biologische Proben gefunden hatten. Unter Tinas Fingernägeln wurden Hautpartikel entdeckt und auf dem Laken ihres Bettes befanden sich Spuren von männlichem Sperma. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die DNA-Analyse in der Rechtspraxis noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und war bei weitem nicht so präzise wie heute. Daher stellte dies für die Geschworenen noch kein entscheidendes Argument dar, und die Experten konnten weder eine eindeutige Übereinstimmung noch klare Unterschiede zwischen den Proben feststellen. Darüber hinaus wurden 3 fremde Haare auf dem Körper und der Kleidung des Opfers gefunden, und die Untersuchung ergab, dass sie alle von derselben Person stammten, jedoch nicht von Chad. Diese Beweise spielten jedoch keine Rolle, da der Experte, der die Haare untersuchte, keine offizielle Schlussfolgerung darüber abgeben konnte, welchem Anteil der Gesamtbevölkerung diese Haare zugeordnet werden könnten, da die DNA-Untersuchungsmethoden zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage waren, eine solche Berechnung vorzunehmen. Die Anklage wies außerdem darauf hin, dass Chad bei seinem ersten Treffen mit seinem Bruder nach dem Vorfall in Tränen ausgebrochen sei und gesagt habe: „Es tut mir leid, ich wollte das nicht tun."
Jeremy hingegen erklärte seiner Mutter, dass er seinen Bruder für den Mord verantwortlich mache, obwohl er Chad öffentlich nicht für den Tod von Tina verantwortlich machte. Chad wiederum war der Ansicht, dass Jeremy den Mord begangen haben könnte, da er und seine Frau sich häufig stritten und ihre Beziehung stark angespannt gewesen sei. Jeremy verfügte jedoch über ein unumstößliches Alibi. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Kriegsschiff und hätte das Verbrechen unmöglich selbst begehen können. Das einzige denkbare Szenario für seine Beteiligung wäre gewesen, dass er eine andere Person beauftragt hätte, den Mord zu verüben. Die Ermittler fanden jedoch keinerlei Beweise für diese Theorie, sodass eine Beteiligung des Ehemanns offiziell ausgeschlossen wurde. Darüber hinaus stellte der Anwalt eine der zentralen Fragen, die sich die Polizei seit Beginn der Ermittlungen gestellt hatte: Warum wachte Chad nicht auf, während nur wenige Meter entfernt ein Mord begangen wurde? Der Anwalt erklärte, dass bei dem Mann eine Schlafstörung diagnostiziert worden sei, aufgrund derer es äußerst schwierig gewesen sei, ihn zu wecken, insbesondere nach dem Konsum von Alkohol. Abschließend merkte er an, dass Jeremy und Tina einen Ersatzschlüssel für die Eingangstür unter der Veranda aufbewahrt hätten und fast alle ihre Bekannten davon wussten, sodass der Täter diesen Schlüssel problemlos hätte benutzen können. Der Prozess begann erst Ende 1996, also mehr als 2 Jahre nach dem Mord. Zu diesem Zeitpunkt verfügte die Anklage über ein weiteres starkes Argument für Chads Beteiligung an der Tat. Er befand sich während dieser Zeit im Gefängnis und 2 seiner Zellengenossen sagten aus, dass Chad ihnen gegenüber offen gestanden habe, Tina ermordet zu haben. Diese Häftlinge sagten vor Gericht aus und zusammen mit den übrigen Argumenten der Staatsanwaltschaft überzeugte dies die Geschworenen von Chads Schuld. Der Mann wurde für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit galt der Mord an Tina offiziell als aufgeklärt. Chad beharrte jedoch weiterhin auf seiner Unschuld. 5 Jahre nach der Urteilsverkündung wandte er sich an eine Organisation, die unschuldig verurteilten Menschen half, und diese zeigte Interesse an seinem Fall. Als die Mitarbeiter erfuhren, dass unter den Fingernägeln des Opfers Hautpartikel eines unbekannten Mannes sowie auf den Laken Spermaspuren gefunden worden waren, legten sie gemeinsam mit Chads Anwalt Berufung ein und forderten eine erneute Untersuchung der vorhandenen DNA-Proben. Zu diesem Zeitpunkt waren die genetischen Analysen bereits deutlich weiterentwickelt und im Jahr 2005 stellten die Experten fest, dass die Hautpartikel, die Spermaspuren und die 3 Haare vom Körper des Opfers von ein und demselben Mann stammten. Dabei handelte es sich jedoch weder um Chad noch um Jeremy. Der Besitzer der DNA war nicht in der Datenbank des FBI registriert, doch für die Verteidigung bedeuteten diese Ergebnisse neue Hoffnung auf eine vollständige Rehabilitierung Chads. Kurz darauf kam eine weitere Tatsache ans Licht, die den Verlauf des Verfahrens maßgeblich beeinflusste. Es stellte sich heraus, dass die Kriminaltechniker einen blutigen Fingerabdruck neben dem Waschbecken in Tinas Wohnung gefunden hatten. Höchstwahrscheinlich stammte dieser Abdruck vom Täter, als er beschloss, das Blut des Opfers von seinen Händen zu waschen. Dieser Fingerabdruck gehörte jedoch weder Chad noch einer anderen bekannten Person des Falls, wurde jedoch aus bis heute ungeklärten Gründen vor Gericht nie erwähnt. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt war die Aussage eines Mitgefangenen, der seine Strafe im selben Gefängnis wie Chad verbüßte. Nach seinen Angaben hatte er ein Gespräch zwischen 2 anderen Häftlingen gehört, in dem diese darüber gesprochen hätten, wie sie Chad belasten und behaupten könnten, er habe ihnen den Mord gestanden. Trotz alledem versuchte die Staatsanwaltschaft eine Revision des Falles zu verhindern, indem sie auf Chads Schuld bestand, doch seine Anwälte setzten sich schließlich durch. Auf der Grundlage all dieser Informationen hob der Richter das Urteil gegen Chad auf. Die Anklageseite kündigte jedoch umgehend an, den Mann erneut vor Gericht zu stellen, sodass er zunächst nicht auf freien Fuß kam. Die Vorbereitungen für den neuen Prozess dauerten etwa 1 Jahr. Letztendlich musste die Staatsanwaltschaft jedoch einräumen, dass Chads Beteiligung angesichts aller vorliegenden Beweise tatsächlich äußerst unwahrscheinlich erschien. Im Jahr 2007 verzichtete sie auf einen zweiten Prozess und der Mann kam nach 13 Jahren hinter Gittern wieder auf freien Fuß. Der Fall landete damit erneut auf dem Tisch der Ermittler, doch die wieder aufgenommenen Ermittlungen führten rasch zu einer Sackgasse. Die DNA des Täters war weiterhin nicht in der Datenbank registriert, ebenso wenig wie seine Fingerabdrücke, sodass das Verfahren erneut ins Stocken geriet. Dies blieb so bis 2017,
als in der örtlichen Polizeibehörde eine Abteilung für ungelöste Verbrechen eingerichtet wurde. Die Ermittler nahmen sich Tinas Fall erneut vor. Doch selbst 23 Jahre nach dem Mord war die DNA des Täters noch immer nicht in der Datenbank zu finden. Im Jahr 2021 beschlossen die Ermittler schließlich auf genetische Genealogie zurückzugreifen und wandten sich an ein Unternehmen namens Otrom. Die Experten begannen, einen Stammbaum des DNA-Besitzers zu rekonstruieren und mit Hilfe öffentlich zugänglicher genetischer Datenbanken nach möglichen Verwandten zu suchen. Dieser Prozess zog sich über 4 Jahre hin und erst im September 2025 stieß das Unternehmen auf eine bestimmte Familie, die in den Tatjahren in der Nähe des Tatorts gelebt hatte. Innerhalb dieser Familie richteten die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf eine Person, die als Täter am ehesten in Frage kam, und baten einen nahen Verwandten um eine DNA-Probe zum Vergleich. Das Ergebnis zeigte, dass diese Person sehr eng mit dem Besitzer der Täter-DNA verwandt war. Es handelte sich um einen 51 Jahre alten Mann namens Michael Ziegler. Als die Ermittler begannen, diesen Mann näher zu überprüfen, stießen sie rasch auf eine Tatsache, die sie zutiefst schockierte. Michael war einer der engsten Freunde von Jeremy, dem Ehemann des Opfers. Zudem hatten beide gemeinsam in der Marine gedient und galten als Waffenbrüder. Michael war sogar Trauzeuge bei der Hochzeit von Tina und Jeremy, nur 5 Monate vor dem Mord. Im Jahr 2025, also 31 Jahre nach der Tat, befand sich Michael im Ruhestand und lebte gemeinsam mit seiner Mutter im Bundesstaat Georgia. In seinem bisherigen Leben hatte er keine schweren Straftaten begangen oder war wegen schwerer Verbrechen aufgefallen. Zumindest war er nie verhaftet worden. Während der gesamten ursprünglichen Ermittlungen tauchte Michael kein einziges Mal in den Akten auf. Selbst Jeremy kam nie auf den Gedanken, dass sein Freund etwas mit dem Mord zu tun haben könnte, da absolut nichts darauf hindeutete. Für ihn blieb Michael stets ein Freund und ehemaliger Kollege. Nach dem Ende ihrer Militärzeit verloren sie jedoch nach und nach den Kontakt. Als die Polizei schließlich den Namen des mutmaßlichen Täters erfuhr, kontaktierte sie ihre Kollegen in Georgia, die Michael festnahmen. Anschließend wurde eine DNA-Probe entnommen, deren Auswertung eine vollständige Übereinstimmung mit dem Sperma, den Hautpartikeln unter den Fingernägeln des Opfers sowie den 3 fremden Haaren ergab. Infolgedessen wurde Michael wegen Mordes und Körperverletzung angeklagt und anschließend nach Florida ausgeliefert. Der Mann wurde inhaftiert, bis der Prozess beginnt, dessen Termin bislang noch nicht festgelegt ist. Bei der Vorverhandlung plädierte er auf nicht schuldig. Angesichts der erdrückenden Beweislage hat er jedoch praktisch keine Aussicht einer Verurteilung zu entgehen. Im Bundesstaat Florida droht ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe, weshalb nicht ausgeschlossen ist, dass die Staatsanwaltschaft ihm zu einem späteren Zeitpunkt einen Deal anbietet, bei dem er im Austausch für ein Geständnis eine lebenslange Haftstrafe erhält und so der Todesstrafe entgeht. Was Chad betrifft, so kehrte er unmittelbar nach seiner Freilassung zu seiner Familie nach Wisconsin zurück. Während all dieser Zeit erhielt er keinen einzigen Cent als Entschädigung für die 13 Jahre seines Lebens, die er im Gefängnis verloren hatte. Der Hauptgrund dafür liegt in den Gesetzen Floridas, nach denen unschuldig Verurteilte keinen finanziellen Ausgleich erhalten, wenn sie zuvor andere Vorstrafen hatten. Wie bereits bekannt, waren gegen Chad kurz vor dem Mord Verfahren wegen geringfügiger Vergehen eingeleitet worden. Dennoch zeigte sich der Mann erleichtert, dass letztlich Gerechtigkeit hergestellt wurde, wenn auch mit einer extremen zeitlichen Verzögerung. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, ob er versucht hat, eine Bestrafung der Polizeibeamten oder der Staatsanwälte zu erwirken, die ihn des Mordes an Tina beschuldigt hatten. Wie wir uns erinnern, war während des ursprünglichen Prozesses auf mysteriöse Weise ein blutiger Fingerabdruck nicht erwähnt worden, der eindeutig nicht von Chad stammte, obwohl dieses Beweisstück den Verlauf des Verfahrens grundlegend hätte verändern können. Es ist nicht auszuschließen, dass dies kein Zufall war. Offenbar entschied sich Chad jedoch dagegen, sich in weitere langjährige Gerichtsverfahren zu verstricken. Abschließend sei erwähnt, dass Tinas Eltern nach dem Mord an ihrer Tochter ein Stipendium für bedürftige Kinder ins Leben gerufen haben, das die Kosten für den Besuch der katholischen Schule übernimmt, die Tina einst besucht hatte. Dieses Stipendium besteht bis heute und Tinas Angehörige organisieren weiterhin verschiedene Veranstaltungen, um dafür Spenden zu sammeln. Doors close, lights stay on. Life moves like nothing's wrong. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.